Herzlich willkommen zu unserer heutigen Anime-Review. Heute möchte ich euch einen der derzeit kontroversesten Anime, welcher in Deutschland legal verkauft wird, vorstellen. Ihr habt es im Titel und am Thumbnail schon gesehen. Heute geht es um den Rache-Anime Reader of Healer. Ist der Titel so schlimm wie der Aufschrei damals, als er im Simulcast lief? War oder war alles Überreaktion? Das erfahrt ihr heute bei mir. Los geht's! Mit dem Glauben, dass ein Heilmagier bloß in der Lage ist, Verletzungen zu heilen, wurde Keharus Leben von den Helden in seiner Welt ruiniert. Er wurde unter Drogen gesetzt, ausgenutzt und auf grausamste Weise misshandelt. Eines Tages entwickelt er schließlich eine Resistenz, die es ihm ermöglicht, wieder Herr seiner Sinne zu sein. Doch damit die ständige Folter ein Ende findet, ist mehr als eine simple Flucht nötig. Durch sein Jadeauge erhält er die Chance auf einen Neuanfang. Er reist 4 Jahre in die Vergangenheit, zu einem Zeitpunkt, als er die Helden noch nicht getroffen hatte. Mit nur einem Ziel: Rache an seinen Peinigern. Die Anime-Adaption von Rui Tsukiyos Manga-Reihe Keifuku Chushoshi no Yari Naoshi, besser bekannt als Reader of Healer, erschien von Januar bis März 2021 in Japan, sowie als zensierte Simulcast-Fassung bei HIDIVE. In Deutschland wollte kein Streamingdienst das unter der Regie von Takuya Asaoka im Studio TNK entstandene Werk im Simulcast zeigen. Deshalb veröffentlichte Anime Publishing die Anime-Adaption von Dezember 2021 bis Mai diesen Jahres in insgesamt 3 Volumes unzensiert auf DVD und Blu-ray als Mediabook Edition. Tsukiyos Manga-Reihe wurde bislang lediglich in Italien in Italienisch von Magic Press Edizioni lizenziert. Reader of Healer besitzt eine recht solide Geschichte, welche Potenzial besitzt, die Rachegeschichte des Hauptprotagonisten spannend zu gestalten. Allerdings wird dies durch den Versuch, den Zuschauer mit Gewalt und sexuellen Übergriffen zu schockieren und Ekel zu erregen, stellenweise zunichte gemacht. Zwar sind Rachegeschichten stereotypisch mit Blut und Gewalt, auch sexueller Gewalt verbunden, die in Reader of Healer vorkommende sexuelle Gewalt ist allerdings meist störend und im Geschichtsverlauf mehr als fraglich. Das Werk hätte genauso gut ohne diese Einlagen funktioniert und wäre eventuell sogar noch spannender geworden, denn hier hätte man mehr Hintergrundgeschichte einbauen können. Klar, man kann nun sagen, dass der Protagonist Keharu durch die jahrelange Folter und Demütigung jede Art von Menschlichkeit vergessen hat und seine ehemaligen Peiniger es nur bösartig zurückzahlen möchte. Und hier würde ich auch zustimmen. In der Haut von Keharu wäre wohl die meisten so weit gegangen, doch für die Geschichte waren diese Einlagen eben unnötig und brachten die Erzählung stellenweise sogar ins Stocken. Eine deutliche Warnung möchte ich an dieser Stelle für alle Menschen, welche mit sexuellen Übergriffigkeiten, sexueller Gewalt oder ähnliches zu tun hatten, hier aussprechen. Reader of Healer solltet ihr keinesfalls in der unzensierten Fassung anschauen, da dies einige Erinnerungen oder ähnliches triggern könnte. So kontrovers die Geschichte rund um Keharu in Reader of Healer sein mag, so belanglos ist die eigentliche Idee sowie das Setting des Werkes. Eine Fantasy-Welt, in welcher die augenscheinlichen Helden in Wahrheit Antagonisten sind, welche vom Protagonisten gerichtet werden, lässt mich geradewegs an Übel Blatt denken, mit dem Unterschied, dass dieser ein ausgefalleneres Setting hatte. Reader of Healer bedient sich sowohl bezogen auf die Idee wie auch auf dem Setting Stereotypen, welche schon lange nichts mehr Besonderes sind. Reader of Healer besitzt bezogen auf die Charaktere ein sehr großes Potenzial. Doch bis auf die Eiswölfin Setsuna, welche als eine der wenigen Charaktere eine wirkliche nennenswerte Entwicklung durchmachte, vergeudet die Serie dieses Potenzial und lässt die Charaktere meist zu langweiligen, zweite Klasse Nebencharakteren verkommen, welche nur kurzweiligen Szenen zugutekommen und danach in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das beste Beispiel hierfür ist wohl Freya. Obwohl sie im Grunde von Anfang an mit Keharu reist, bekommt sie keine nennenswerte Charakterentwicklung oder Veränderung spendiert, sondern torkelt als kleines Hündchen mit Keharu mit. Ich hätte mir bezogen auf die Charaktere eine ausgeprägtere Herangehensweise gewünscht. Auch wenn Reader of Healer storytechnisch nicht das beste Werk ist, muss man die Arbeit von Shunji Goto, welcher die Original-Charakterentwürfe von Sion Konbo für die Animation passend umgesetzt hatte, loben. Die Designs der Charaktere sind den Originalen aus dem Manga von Rui Tsukiyo sehr gut nachempfunden und hauchen diesen Leben ein. Auch die allgemeine Arbeit an der Welt, also die Hintergründe, die Gebäude und so weiter,
wurden von TNK sehr gut umgesetzt. Die Farbgestaltung ist passend, die Kontraste gut gesetzt und auch die Animation an sich sind flüssig gewesen. Auf Standbildern wurde meist verzichtet, wenngleich einige doch in dem Werk vorkamen, allerdings nicht weiter störten. Kenji Fujisawa, welcher unter der Leitung von Masanori Tsuchiya und Glovision für die Musik innerhalb von Reader of Heater zuständig war, schaffte es den Anime mit tollen Musikinhalten zu unterlegen. Passend dazu wurden die einzelnen Episoden der Anime-Serie mit Minami Kurobayashis Opening Sankyo na Yume Tunemeru und Arcane Projects Yume de Sekai o Karunara eingeleitet bzw. beendet. Für die deutsche Synchronisation der Anime-Serie Reader of Heater war das Berliner Synchronstudio TNT Media, welches unter anderem Tool of Who veröffentlichte, zuständig. Die Dialogregie übernahm hierbei Martin Irnig. Synchrontechnisch kann man dem Werk in keinster Weise etwas vorwerfen. Zwar musste man sich in Bezug auf Anna Gamburg als Flair etwas gewöhnen, war ihre Stimme für meinen Geschmack doch etwas zu schrill und hoch, was allerdings sehr gut an das japanische Original hinkam. Nach ihrer Verwandlung zu Freya passte die Stimme allerdings. Mir kommt es auch so vor, als wäre das Ganze der Stimmlage nach etwas leichter, nicht so schrill wie bei Flair. Ansonsten klangen die Sprecher authentisch zu ihren jeweiligen Charakteren. Übrigens 30 namhafte Sprecher waren an dem Werk beteiligt. Unter anderem Adam Nym, den ihr unter anderem als Yuri Freyr in Arte kennt, als Keoru besagte Anna Gamburg als Freya, bekannt unter anderem als Takagi in Nicht schon wieder Takagi-san, Isabella Minette als Supercutie Setsuna, welche ihr als Connor in The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat kennen könntet, Sarah Alles, bekannt als Ravel Phoenix in High School DD Staffel 1, als Kuria Kleinred und viele weitere Stimmen. Bezogen auf die deutsche Synchronisation war Reader of Heater, wie sagt ihr coolen Kids heute nochmal, ein echter Banger. Wie ist also meine Meinung zu Reader of Heater? Der Anime ist definitiv kein Meisterwerk. Man muss ihn auch nicht unbedingt gesehen haben. Doch wer die fehlende Charakterentwicklung, die mehr als mangelnde Erzählweise sowie überflüssigen sexuellen Übergriffe ausblenden oder ignorieren kann, wird ein stellenweise spannendes Werk genießen können, dessen zweite Staffel, sollte sie denn kommen, definitiv besser werden wird. Ich habe es zumindest genossen, Setsuna auf ihren Abenteuern zu begleiten. Das war unser Review zu Reader of Heater. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie einem Abo sehr freuen. Aktiviert auch unbedingt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie auf alle Benachrichtigungen ein, damit ihr wirklich über jedes Video dann benachrichtigt werdet. Wir sehen uns zur nächsten Review, zur Aniflash oder dergleichen. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao!